Im Karturan-Nationalpark im Iran lebt ein sehr einsamer Gepard. Es wandert oft allein durch die kargen Graslandschaften. Doch in dieser riesigen Wildnis gab es auch einen Wolf, der unter der gleichen Einsamkeit litt. Der Wolf saß oft ruhig auf einem hohen Felsen und beobachtete die Landschaft um ihn herum. Eines Tages begegneten sich zufällig zwei Tiere an einem kleinen Bach. Aus Angst vor einem möglichen Angriff des Feindes waren sie zunächst vorsichtig und hielten Abstand. Doch nach und nach wurde ihnen klar, dass keiner von beiden böse Absichten hatte. Die Einsamkeit jedes Einzelnen macht sie sympathisch und bringt sie einander näher. Von da an wurden der Gepard und der Wolf enge Freunde in der weiten Wildnis. Jeder, der im Nationalpark arbeitet, weiß von dieser seltsamen Freundschaft. Sie staunen oft, wenn sie Leoparden und Wölfe gemeinsam durch die Graslandschaften streifen sehen. Sie jagen gemeinsam und teilen jedes Stück Fleisch, das sie bekommen, ohne zu kämpfen. Wenn sie nicht gerade jagen, spielen, rennen und genießen die beiden die Gesellschaft des anderen. Manchmal sehen die Leute den Wolf schlafen, während der Gepard daneben liegt und Wache hält. Die Szene erwärmt das Herz und weckt die Neugier. Der Karturan-Nationalpark ist sehr groß und verfügt über viele Geländearten und reiche Ökosysteme. In den Tälern aus gelbem Sand tauchten immer wieder die Silhouetten zweier Tiere auf und verschwanden wieder. Eines Tages rannten der Leopard und der Wolf gemeinsam weit weg, um neue Länder zu erkunden. Es macht ihnen nichts aus, die heißen Sanddünen zu überqueren, sie brauchen einander einfach als Freunde. Die Einheimischen respektieren ihre Freundschaft und betrachten sie als magisches Zeichen der Natur. Eines Tages war der Himmel klar und sonnig, der Gepard und der Wolf gingen früh auf die Jagd. Sie folgten dem Bach und kamen ruhig zu einer grünen Wiese, auf der oft kleine Tiere kamen und gingen. Der Leopard nutzt seine Beweglichkeit, um seine Beute zu verfolgen, während der Wolf seine Intelligenz zum Bewachen und Koordinieren nutzt. Nach einer Weile des Pirschens fingen sie eine kleine Antilope. Die beiden Tiere freuten sich über ihren Jagderfolg. Nachdem sie sich satt gegessen hatten, lagen sie auf den Grashängen und genossen die seltene kühle Brise der Wüste. Nach einer Weile hatte der Gepard plötzlich Lust, herumzulaufen und die Gegend zu erkunden. Es beobachtete neugierig jeden Grasbüschel, jeden Baum und schnüffelte an jedem Busch. Kurze Zeit später entdeckte der Leopard zufällig einen großen Bienenstock in einer Baumhöhle. Da er von Natur aus verspielt ist, näherte er sich den Bienen und stupste sie an, um zu sehen, wie es ihnen ging. Zunächst summten die Bienen nur warnend. Doch der Gepard umkreiste den Bienenstock weiter und berührte ihn leicht. Übermäßige Neugier machte die Bienen wütend und sie flogen los, um anzugreifen. Der Gepard war mit Bienen bedeckt und schrie vor Schmerzen mitten in der Wildnis. Die Stiche schwollen schnell an und ließen es sich winden. Der Schrei des Leoparden hallte weithin wieder und erreichte die Ohren des Wolfes, der nicht weit entfernt war. Sofort sprang der Wolf auf und rannte wie der Wind auf das Geräusch zu. Als der Wolf ankam, fand er seinen Freund voller Bienen vor, der sich nicht wehren konnte. Der Wolf versuchte, mit der Hand zu winken, wusste aber, dass er nicht stark genug war, um den Leoparden vor der Wut der Bienen zu retten. Plötzlich musste ich an die Straße im Nationalpark denken, durch die oft Leute fuhren. Der Wolf verstand, dass nur menschliche Hilfe den Leoparden retten konnte. Ohne zu zögern stürzte der Wolf vorwärts und ließ die kläglichen Schreie seines Freundes zurück, doch in seinem Herzen war er entschlossen, jemanden zu finden, der ihn retten würde. Auf dem Weg zum Naturschutzzentrum liefen Wölfe entlang, deren Augen umherhuschten und nach dem Auto suchten. Glücklicherweise bemerkte es schnell ein grünes Auto, das sich langsam näherte. Der Fahrer des Wagens war ein alter Mann namens Fahad, der früher Ranger im Nationalpark war. Obwohl er im Ruhestand ist, kommt Herr Fahad aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung immer noch regelmäßig zur Unterstützung. Als er den Wolf sah, hielt er plötzlich das Auto an, besorgt darüber, was passierte. Der Wolf stieß ein langes Heulen aus, als würde er um Hilfe rufen. Durch Intuition und Erfahrung ahnte Herr Fahad, dass etwas nicht stimmte. Schnell schnappte er sich den Erste-Hilfe-Kasten und etwas Essen vom Rücksitz.
Der Wolf drehte den Kopf, sah Herrn Farhad aufmerksam an, drehte sich dann um und rannte in den Wald. Alle paar Schritte blickte der Wolf zurück, als wolle er sich vergewissern, dass er ihm dicht auf den Fersen war. Herr Farhad stieg aus dem Auto, schloss die Tür ab und folgte voller Angst den Fußspuren des Wolfes. Nachdem er etwa 1 Kilometer gelaufen war, hörte er ein schmerzhaftes Stöhnen als Echo. Ein paar Schritte weiter sah er den Geparden daliegen, sein Rücken war mit Bienen bedeckt. Er holte tief Luft und näherte sich dann vorsichtig. Der Wolf stand neben dem Leoparden und bellte laut, als wolle er den alten Mann antreiben. Herr Farhad wusste, dass er die Bienen zuerst verscheuchen musste, sonst würden sie ihn weiter stechen. Sofort nahm er das Nebelspray aus der Schachtel, schüttelte es kräftig und sprühte es auf den aggressiven Bienenschwarm. Der dicke weiße Rauch breitete sich aus und schreckte die Bienen auf, sodass sie davon flogen. Schließlich waren auf dem Körper des Geparden unzählige rote, entzündete Stacheln zu sehen. Der Leopard stöhnte leise und seine Augen zeigten Müdigkeit und Schmerz. Ohne zu zögern näherte sich Herr Farhad vorsichtig und legte seine Hand auf den Kopf des Leoparden, als wolle er ihn beruhigen. Der Leopard nickte leicht, da er nicht mehr die Kraft hatte, sich zu wehren. Der Wolf stand daneben und lief immer noch ängstlich auf und ab, als dränge er den alten Mann, sich schnell behandeln zu lassen. Herr Farhad verwendete eine antiseptische Kochsalzlösung, um die Bisse des Leoparden zu reinigen. Jedes Mal, wenn er es berührte, zitterte der Leopard. Vorsichtig wischte er das restliche Bienengift aus dem Fell des Leoparden. Anschließend wickelte er Verbände um die schwersten Wunden. Der Gepard hob leicht den Kopf und sah Herrn Farhad an, als wolle er mit seinen Augen seine Dankbarkeit ausdrücken. Der alte Mann sah den Wolf an, streckte die Hand aus und streichelte ihm liebevoll den Kopf. Der Wolf leckte seine Hand und drückte seine Dankbarkeit aus. Als er fertig war, öffnete Herr Farhad die Schachtel und nahm etwas Trockenfleisch heraus, das er sowohl mit dem Leoparden als auch mit dem Wolf teilte. Trotz der Schmerzen versuchte der Leopard, sich zum Fressen nach vorne zu beugen, während der Wolf seinem Freund vorsichtig den Vortritt ließ. Beide Tiere schienen sich nach dem Unfall beruhigt zu haben. Herr Farhad setzte sich neben die Zeitung und atmete erleichtert auf. Er benutzte die restliche Wasserflasche im Auto, um dem Leoparden etwas zu trinken zu geben und so seinen Durst zu stillen. Als er mit der Pflege fertig war, stand der alte Mann langsam auf und packte seine medizinische Ausrüstung zusammen. Der Gepard stand langsam auf, machte ein paar Schritte und drehte sich dann um Herrn Farhad anzusehen. In seinen Augen strahlten Vertrauen und Freundlichkeit. Der Wolf ging auf den Leoparden zu und rieb ihm sanft den Kopf, als wolle er seinen Freund trösten. Beide Tiere richteten ihre Augen auf den alten Mann und stießen dann einen Laut der Dankbarkeit aus. Sie konnten keine menschliche Sprache sprechen, aber ihre Gesten reichten Herrn Farhad aus, um ihre Gefühle zu verstehen. Er lächelte und winkte mit der Hand, als wolle er sich verabschieden. Der Leopard und der Wolf drehten sich um und gingen tiefer in den Wald hinein. Bevor sie verschwanden, drehten sie alle ihre Köpfe zurück, als wollten sie das Bild des freundlichen alten Mannes einprägen. Als Herr Farhad die Silhouetten der beiden Tiere sah, die allmählich verschwanden, spürte er eine unbeschreibliche Wärme in seinem Herzen. Er glaubt, dass diese magische Freundschaft auch in der Wildnis weiter strahlen wird. Er packte seine Sachen zusammen, stieg wieder in sein Auto, startete es und fuhr zurück ins Zentrum des Nationalparks. Unterwegs erinnerte er sich an die dankbaren Augen des Wolfes und des Leoparden und musste lächeln. Seit diesem Tag hat sich die Legende von der Freundschaft zwischen Gepard und Wolf mit der Hilfe von Herrn Farhad im gesamten Katuran-Nationalpark verbreitet. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.